So, ich glaube, das passt jetzt. Hi, ich bin Anna, ich bin 30 und wohne in dieser wunderschönen Altbauwohnung zusammen mit meinem Mann und meinem Hund Knut. Und die zeige ich euch jetzt. Und hier kommen wir auch schon zu meiner Lieblingsecke, dem Sofa. Hier verbringe ich die meiste Zeit mit Lukas und Knut zusammen. Hier chillen wir ganz oft abends, schauen Film. Und Knut sieht man auch schon hier auf seinem Platz. Der liegt hier ganz entspannt. No worries in the world. Und ein kleiner Fun-Fact, ich habe Mode- und Designmanagement studiert und bin ab und zu auch ein bisschen kreativ. Das zeige ich euch hier einmal. Und zwar habe ich diese beiden Bilder selber gemalt. Ich brauche immer mal ein bisschen Abwechslung. Das braune Bild da hinten war eigentlich mal rosa und dann konnte ich es nach einer Zeit nicht mehr sehen. Deswegen habe ich es einfach übermalt und jetzt ist es braunrot, würde ich sagen. Es gibt einfach noch mal so ein bisschen Kontrast zu der Couch. Und das Bild hier habe ich zum Beispiel auch selber gemalt. Das kann ich aber, ja, ich glaube, das wird auch bald übermalt. Sieht man hier ein bisschen rosa und blau. Die meiste Inspiration, sowohl was Mode als auch Interior angeht, hole ich mir tatsächlich meistens bei Instagram oder Pinterest. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal das Wohnzimmer in der Gänze. Man sieht hier ganz gut, dass ich neutrale Farben liebe, aber zum Beispiel das immer so ein bisschen aufpeppe. Hier sieht man so ein rotes Buch oder die Bilder, die ich euch eben gezeigt habe, der braune Stuhl. Diesen kleinen DIY-Zeitungsständer, den habe ich auch selber gemacht. Der ist gelb zum Beispiel. Also die Base ist immer relativ neutral und dann suche ich mir immer passende Farben. Knut blendet die übrigens auch perfekt in den Teppich ein. Ich muss auch immer frische Blumen haben tatsächlich, also das ist ganz, ganz wichtig und die geben auch noch mal so ein bisschen extra Farbe rein. Hier zum Beispiel ist auch noch mal so eine orangene Lampe, also ein bisschen Farbe darf auf jeden Fall nicht fehlen. Hier ist auch einer meiner Lieblingsorte. Ich liebe es hier zu sitzen mit meinem Kaffee morgens oder am Abend, schön nach draußen zu schauen. Sieht man auch noch mal die schöne Verkleidung. Das war tatsächlich schon so von unseren Vormietern. Und dann sieht man die Heizung einfach nicht so. Ich finde es total schön gemacht. Und dann kommen wir hier noch zu einem kleinen sentimentalen Stück. Das ist der Vasili-Chair. Den habe ich von meinem Papa geerbt. Genauso wie die Lampe hier, die ich auch sehr liebe. So, hier stehen wir auch schon in unserem Esszimmer. Es ist noch so ein bisschen Work in Progress. Wie ihr vielleicht hören könnt, es halt ein bisschen. Es fehlt auf jeden Fall noch ein Teppich oder so, dass es noch so ein bisschen gemütlicher wird. Und wenn ihr einmal nach oben schaut, dann seht ihr hier den Stuck. Der ist ein bisschen dunkler als im Wohnzimmer. Und tatsächlich haben unsere Vormieter den mit Teebeuteln bearbeitet. Das habe ich vorher auch noch nie gehört. Aber das gibt so ein bisschen Vintage-Look, was ich richtig cool finde. Genau. Hier sitzen wir abends manchmal zum Essen. Meistens sitzen wir in der Küche, ehrlich gesagt. Aber wenn wir Freunde oder Familie da haben, dann sitzen wir hier an diesem Tisch. Der steht mal so, mal steht er so quer. Aktuell steht er so. Und dann wollte ich euch noch ein ganz besonderes Kunstobjekt zeigen. Und zwar dieses wunderschöne Bild hier. Wenn man ganz nah rangeht, dann sieht man auch hier die kleinen Details. Das haben wir tatsächlich von Freunden und Familie zu unserer Hochzeit geschenkt bekommen. Also hat einen ganz besonderen sentimentalen Wert. Es ist so das Herzstück des Esszimmers geworden. Und wenn man einmal rumschwenkt, dann sieht man hier einen kleinen Spiegeltisch, den ich selber gemacht habe. Hallo. Wenn ich die Zeit dafür habe, dann liebe ich DIY-Projekte sehr. Aber was ich mindestens genauso liebe, sind Secondhand-Möbel. Und hier sieht man diese wunderschöne Bogenleuchte, die ich Secondhand ergattert habe. Oder diesen Hocker. So, und jetzt gehen wir einmal durch unseren langen Flur. Hier ist unser wunderschöner neuer Spiegel.
ist wirklich sehr lang. Und dann haben wir einmal hier unser Badezimmer. Da musste ich mich ehrlich gesagt ein bisschen dran gewöhnen am Anfang, weil die Farbe doch sehr dominant ist. Aber jetzt habe ich es total lieben gelernt und ja, liebe diesen mediterranen Flair. Und hier stehen wir auch schon in unserer wunderschönen Küche. Hier verbringen wir ganz besonders viel Zeit. Vor allen Dingen morgens trinken wir super gerne unseren Kaffee an diesem kleinen, süßen, runden Tisch. Und abends sitzen wir ja auch meistens und essen zusammen. Und die Küche haben wir tatsächlich komplett neu machen lassen, weil uns die alte nicht ganz so zugesagt hat. Was uns aber erhalten geblieben ist, Gott sei Dank, ist dieser wunderschöne Gasherd. Hier kochen wir super gerne dran und der funktioniert auch noch einwandfrei. Und was ich besonders toll finde in der Küche, ist dieser wunderschöne Fliesenspiegel, der noch original ist. Das gibt einfach noch mal so ein bisschen diesen Vintage-Vibe hier in die Küche rein, die ja doch sehr neutral gestaltet ist. Und was man auch vielleicht direkt auf den ersten Blick sieht, ich habe eine kleine Obsession mit Tassen. Hier ist mein letztes Fundstück, das habe ich in Berlin gekauft, selber gemacht, bisschen asymmetrisch, liebe ich auch sehr. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Raum, dem Schlafzimmer. Man sieht natürlich direkt unser Bett, das ist von West Wing und ein echtes Stauraumwunder. Hier kann man zum Beispiel einmal die Schubladen aufmachen. Hier bewahren wir unsere ganze Bettwäsche auf. Die anderen mache ich jetzt mal nicht auf. Die sind ein bisschen nicht so aufgeräumt. Hier haben wir unseren wunderschönen Beistelltisch oder der Schrank. Ist auch beides Vintage. Und guess what? Die Bank ist auch Vintage. Ich liebe diesen abgenutzten Look. Das gibt ihm irgendwie noch mal so ein bisschen was Besonderes. Nach was auch immer ganz viele fragen, sind diese Bilder. Und die hat mein Mann tatsächlich mal auf dem Flohmarkt gekauft. Das war's von unserer Wohnung. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis bald!